bin teilweise zwischen 4 und 7 Uhr Uhrzeiten, wo ich nach Hause gehen muss. Und dadurch, dass ich einen sehr, sehr langen Nachhauseweg auch habe. Also es ist natürlich immer mit viel Risiko verbunden. Und da ich in der Gastro arbeite und am Wochenende unterwegs bin, sind natürlich auch viele Betrunkene unterwegs, die man eben nicht so gut einschätzen kann. Und da hat man natürlich auch des Öfteren mal Angst, wenn irgendjemand laut rumpöbelt oder man alleine als Mädchen irgendwo rumlaufen muss. Die 21-jährige Charlie Hüter an ihrem Arbeitsplatz im Club Badhaus 1520 in Wiesbaden. Der Heimweg oft von einem mulmigen Gefühl begleitet, ein Gefühl, das viele ihrer Gäste kennen. Ich finde es schwierig, als Frau alleine nach Hause zu laufen. Man hört halt immer wieder irgendwelche Geschichten von Freunden, dass halt schon mal was passiert ist. Ich traue mich nicht, alleine nach Hause zu laufen. Ja. Also ich fahre immer oder werde abgeholt oder fahre Taxi oder so. So um 4, 5, wo die meisten Leute, die ich kenne, schlafe, rufe ich eigentlich immer meine Mutter an. Also das war früher schon so, dass wenn ich irgendwo hingelaufen bin, zur Bahn oder so, zu Uhrzeiten, wo ich noch in Frankfurt in der Gastronomie gearbeitet habe, habe ich immer meine Mama angerufen oder meinen Freund und unterhalte mich mit denen und sage so, ey, können wir uns ein bisschen unterhalten? Und manchmal faked man auch Anrufe, wenn man beispielsweise niemanden hat zum Reden. Um Anrufe nicht mehr faken zu müssen, gibt es einen ganz speziellen Service. Das Heimweg-Telefon. Hey, eine kurze Zwischenfrage. Wo bist du denn gerade? Ach, direkt vor der Bank. Okay, perfekt. Das ist ja leicht für mich zu finden. Die Stimme begleitet dich auf dem Weg, der dazu auf Google Earth mitverfolgt wird. Bei akuter Gefahr kann auch direkt die Polizei eingeschaltet werden, auch wenn so ein echter Notfall nur ganz selten auftritt. Es kann sein, dass ich mich in der Bahn irgendwie beobachtet gefühlt habe von jemandem. Das kann aber auch sein, dass ich ganz alleine eben durch eine leere, dunkle Straße laufe und das als unangenehm empfinde. Das Schöne ist, bei uns musst du dich nicht rechtfertigen dafür, warum du dich gerade so fühlst. Wir sind einfach gerne für dich da, wenn du das Bedürfnis danach hast. Ein ehrenamtlicher Service, den es schon seit 10 Jahren gibt. Doch jetzt hat die Stadt Wiesbaden eine Kooperation eingeleitet und macht Werbung dafür. Und nicht nur bei jungen Menschen. Gerade auch beim Seniorenbeirat, ältere Menschen waren total begeistert, die hatten da noch überhaupt nicht von gehört und haben gesagt, ja, also wir fühlen uns, egal ob Männer oder Frauen, im Dunkeln einfach nicht mehr sicher. So eine Begleitung ist eine wirklich tolle Sache. Also, der Betreiber der Badhausbar und des dazugehörigen Clubs, Christian Liffers, unterstützt die Initiative der Stadt. Bierdeckel, Visitenkarten und Plakate mit der Telefonnummer für den Heimweg. Es gibt einfach Menschen, die gefährdet sind in der Nacht und im Partyleben sind es oft Frauen oder Schwule, die mit Hass oder sonstigen Dingen konfrontiert sind. Also da versuchen wir darauf zu achten und das versuchen wir zu vermeiden. Das Heimwegtelefon kann jeder aus ganz Deutschland anrufen. Wenn es dazu kommen sollte, dann würde ich es nutzen. Ja, wenn ich alleine nach Hause gehen müsste, würde ich es auch tun. Ja. Definitiv. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich nicht dafür schämt, sich Hilfe zu holen. Weil viele Menschen denken, okay gut, warum sollte ich da anrufen und laufen dann alleine durch die Stadt. Und es kann immer etwas passieren. Bei einer konkreten Bedrohung sollte man aber immer direkt die Polizei verständigen.